Etwas ganz Neues auf meinem Kanal. Ein Video zu einem Tigerpanzer. Das gab's ja noch nie. Willkommen in der Norpenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute machen wir die Trilogie zu einer richtigen, denn ich stelle euch den dritten Panzer aus dem Hause Kobi im Maßstab 1:35 vor, hier auf meinem Bautisch. Den Panzer 6 Tiger 1 Nummer 131, den berühmten Panzer aus dem Film Fury, Herz aus Stahl. Ich würde mal sagen, dieser Panzer ist vielleicht der berühmtere als der Sherman, nämlich den noch fahrbaren Tiger aus dem Tankmuseum in Bovington. Das Set hat uns noch gefehlt. Wir hatten den Wintertiger, wir hatten den Normandie-Tiger und jetzt den Wüstentiger, den 131er. Nicht viel labern, denn eigentlich haben wir über die 131er Tiger schon sehr viel geredet. Trotzdem wollen wir uns den dritten im Bunde hier gleich auf meinem Bautisch anschauen. Endlich auch im Maßstab 1:35 auf meinem Bautisch und macht somit die Serie der Tiger im Maßstab 1:35 bei mir hier komplett. Die 3123 aus der Historical Collection World War II von Kobi natürlich. Ich habe es euch gesagt, im Maßstab 1:35 bestehend aus 898 Steinchen und einer Minifigur. Der Panzer 6 Tiger 131, der berühmteste Tiger der Welt und der aktuell mit einstig fahrbereite. Wir kennen ihn aus den einen berühmten Film Fury, Herz aus Stahl, wo eigentlich dieser Tiger hier der Hauptdarsteller war, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall, diesen Tiger dann später neben dem Fury auch aus dem Tankmuseum Bovington ins Regal stellen zu dürfen. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut gerne hier oben auf dem E-Mail. Da ist meine Kobi-Playlist. Da findet ihr auch den Bild zum Sherman, den Fury, den Vorbild. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir nämlich hier das Vorbild, ein Originalfoto aus dem Tankmuseum. Wir haben eine ganze Menge Infos, die ihr natürlich von mir auch gleich bekommt. Und zum Modell, wir können diverse Luken öffnen und auch den Motor uns anschauen und sogar rausnehmen. Und wir haben eine deutsche Panzer-Minifigur. Ich freue mich jetzt hier mal wieder, kann man ja sagen, einen 131er bauen zu dürfen. Wichtig ist für mich, ich habe dann jetzt die Sammlung komplett. Trotzdem wollen wir wissen, was verbirgt sich hier im Karton. Wir wollen die Kobi-Steine sehen, deswegen machen wir unseren Flieger zu einem Flying Tiger. Ja, Freunde, da fliegen sie fast aus dem Bild. Die 3 Bauabschnittstüten, mal mehr, mal weniger gefüllt. Hier haben wir die 1, die 3 und die 2. Alles voller Tan, farbenen Tan, Dunkeltan, Senfgelb, Senfgrün, wie ihr immer das nennen wollt, vollgepackter Steine, damit wir halt diesen Zwiebeltarn des 131er Tigers hinbekommen. Deswegen hier ein kleiner Blick auf die Tüten. Die sind alle nur semi gefüllt, was ich ganz okay finde. Ein paar Drucke können wir hier auch schon sehen, die Nebeltöpfe und hier die Kanonenblende. Ja, die Anleitung, Klammer gebunden, Hinweis, wichtig, alles nur Drucke, das finde ich gut. Und was ich auch gut finde, ist, dass wir hier den Hinweis haben, was wir an Steinen verbauen müssen, an Sondersteinen. Kobi hat ja Steine, die zwar 100% zu zum Beispiel Lego kompatibel sind, aber manchmal in der Form abweichen, obwohl sie ähnlich sind. Und für alle, die es nicht wissen, wie man damit umzugehen hat, gibt es immer diese Legenden. Schön ist auch dieses alte Design der Anleitung und nicht so dieses cleane Weiß, was wir heutzutage öfter haben, gefällt mir. Der aktuelle Baustep ist bei Kobi immer farblich. In diesen Rechtecken mit dem Farbverlauf sehen wir, welche Steine wir brauchen und Pfeile weisen uns den Weg. Ab und zu gibt es dann Anlegehilfen wie hier und wir bauen uns von der Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte durch, bis wir dann irgendwann alle Tüten leer haben und beim letzten Baustep angelangt sind, nämlich dem Baustep 174, wenn wir nämlich das Typenschild zu unserem Tiger 131 aus dem Tankmuseum Bovington fertig geklemmt haben. Der Tiger selber ist fertig beim Baustep 173. Auf den letzten Seiten immer die Übersicht der Steine, die hier verbaut wurden. Natürlich eine ganze Menge in Tan und in diesen Grautan, so nenne ich es mal. Und
ein Hinweis, wie wir die Minifigur zusammenbauen. Sollte euch ein Stein fehlen, dann hier unten bei Kobi monieren und wir sehen sogar, wir bekommen hier zusammengebaute Segmente, ein paar, wo über mehrere Steine gedruckt wurde. Das finde ich sehr interessant. Ja, Freunde, machen wir die Reihe komplett, auf jeden Fall was den Maßstab 1:35 angeht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir heute über das Kobi-Set, was uns hier vorliegt, den Tiger 1 aus dem Panzermuseum in Bovington, England. Die legendäre 131, die ihr vielleicht schon mal in Filmen wie Fury gesehen habt. Jetzt kommen wir aber mal genau zu diesem Fahrzeug. Was ist der Hintergrund hinter diesem Fahrzeug und warum steht es im Panzermuseum? Der Tiger 1 heißt eigentlich im genauen Beamtendeutsch Panzerkampfwagen 6 Tiger 1, Klammer auf, H1, Klammer zu, Sonder-Kfz 181. Er wurde gebaut in Kassel von Henschel, während der Turm aber von der Firma Wegmann kommt, die ihr heute bestimmt auch noch kennt. Zusammengebaut, also Hochzeit, hatte das Fahrzeug im Februar 1943 und bekam die Fahrgestellnummer 250122. Das ist so ähnlich wie heute bei einem Auto die Finn. Der Panzer wurde irgendwann zwischen dem 12. März und 16. April 1943 nach Tunesien verschifft. Er war Teil des 3. Zuges der 1. Kompanie der 504. Schweren Heerespanzerabteilung in Tunesien während des Nordafrika-Feldzuges. Dort erhielt der Panzer die Kennung 131. Die legendäre Nummer, zu der wir jetzt kommen, warum dieser Panzer überhaupt wirklich so legendär ist. Denn er ist der einzige fahrbereite Tiger 1 auf der Welt. Dieses Fahrzeug wurde nämlich von Soldaten des 48. Royal Tank Regiments RTR 48 A-Geschwader Platoon 4 in der Djebel Jaffa am 21. April 1943 erobert. Das in Tunesien, da kommen wir gleich zu. Es war der erste Tiger, der von britischen und amerikanischen Truppen intakt erobert wurde und dann inspiziert. Er wurde zwischen dem 12. März und 16. April, wie ich euch schon gesagt habe, von den Deutschen nach Tunesien gebracht und dann am 21. April 1943 in der Nähe von Medjes El Bab in die Schlacht gefahren. Er zerstörte 2 Churchill-Panzer, aber ein Schuss aus einer 6-Pfund-Kanone eines Churchills beschädigte den Turm und verletzte den Kommandanten. Die Besatzung musste den Panzer verlassen, obwohl er noch fahrbereit war, um ihr Leben zu retten, da sie sich nicht mehr verteidigen konnten, da die Kanone beschädigt war. Die Briten eroberten das Fahrzeug und überführten es im Oktober 1943 nach England. Es war, wie gesagt, der erste Tiger, der von britischen bzw. amerikanischen Truppen fahrbereit erobert wurde. Vollständig zerstörte Elemente wurden durch Teile aus anderen Panzern ersetzt. Die Schäden sehen wir teilweise auch heute noch. Der Motor wurde ausgetauscht. 1990 bekam der Panzer quasi eine Renovierung im Tankmuseum und hat einen Motor, einen Maybach HL 230 aus einem Königstiger, also aus einem Tiger 2 bekommen, während der originale Maybach HL 210 in Segmente geschnitten wurde, um ihn im Museum besser ausstellen zu können. Aber apropos ausstellen, das Fahrzeug wurde ja wie gesagt im Oktober 1943 nach England gebracht zum Inspizieren. Auch übrigens noch andere zerstörte Tiger wurden dorthin verschifft, damit man dieses Fahrzeug analysieren konnte. Der 131er wurde aber King George VI. Und Winston Churchill persönlich vorgeführt. Wie gesagt, ich habe ja ein bisschen oft das Museum erwähnt und generell Museen. Dieses Set ist ja auch ein Set aus der Museumskooperation, ähnlich wie wir es ja auch bei Kobi mit dem Deutschen Panzermuseum haben. Also mit dem Kauf eines dieser Museumssets, so nenne ich sie mal, unterstützt ihr halt auch die Museen. Also einen kleinen kulturellen Kickback irgendwie. Finde ich ganz gut, wenn man mit Spielzeug auch ein bisschen Technik, Kultur und vor allen Dingen die Museen unterstützen kann. Ja, Freunde, ich hoffe, die Fakten haben euch gefallen, denn gerade zum Tiger 131 kann man wirklich eine Menge erzählen und eine interessante Geschichte. Und ich habe jetzt auch nur einen kurzen, zusammengestauchten Abriss seiner Historie hier euch wiedergegeben. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Review des Kobi-Sets. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Nach 2 Stunden und 30 Minuten Bauzeit steht er auf dem Bautisch. Die 1:35er Variante des legendären Tigers 131 aus dem Tankmuseum in Bovington. Das Kobi-Set 3123 898 Steinchen und eine Minifigur und wie schon gesagt, Maßstab 1:35. Somit ist unser Trio jetzt hier wirklich komplett. Wir haben hier ja angefangen damals mit unserer Limited Edition der 3122
unseren Wintertiger mit Schnorchel. Dann folgte für mich auf dem Kanal auf jeden Fall die 3124, unser Tiger in der Ausführung E, den wir hier in der französischen Variante gebaut haben. Und während ich den gebaut habe, habt ihr mir gesagt, so Mensch Bloxy, du hast den vergessen, danke da an die Community, deswegen hole ich das jetzt nach und wir haben so eine kleine Übersicht. Natürlich, Freunde, ist das Thema Tiger so ein Ding. Das ist vielleicht neben der Titanic und der Fokker DR1 das ikonischste Set, was es von Kobi gibt. Also jetzt nicht den Tiger 1 allgemein, sondern gerade der 131er aus dem Tank Museum. Es ist richtig lobenswert, dass Kobi diese Museenkooperationen fährt, wie jetzt ja auch hier bei unseren 3124er aus dem Museum in Namur, was ja eigentlich eine ähnliche Institution ist. Und beim Deutschen Panzermuseum haben wir das ja auch. Es ist immer eine Frage des Maßstabes und deswegen glaube ich, hat die 1:35er Version auf jeden Fall seine Berechtigung, da es sehr viele Leute da draußen gibt, die den Maßstab 1:35 feiern. Und auch ich feiere den immer mehr, gerade wenn ich an solche Sets denke. Ich will noch gar nicht groß in die Wertung gehen, da kommen wir gleich noch zu. Ob es dann jetzt noch ein 1:72 und 1:48er, 131er, ja, geben muss, das weiß ich nicht. Nach oben hin natürlich, tada, gibt es ihn ja auch. Und ich kann die Leute verstehen, die sagen so, boah, es reicht langsam. Hier zu dem Thema kann ich sagen, das reicht noch nicht, denn genau den hier werden wir uns noch auf meinem Kanal angucken. Und zwar einen ganz besonderen, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und wenn ihr jetzt denkt, so ja, der Bloxy ist ja eh kein Tiger-Fan und ne, das wird jetzt hier ein komisches Video. Ich kann euch sagen, naja, ich bin kein Tiger-Fan, das stimmt, aber ich trage meinen Tiger an den Schuhen. Ich habe zu Weihnachten mal den 131er, nämlich hier aus dem Tank Museum als Puschen bekommen. Und jetzt steht halt die für mich aktuellste Version, den 131er im Maßstab 1:35 auf dem Bautisch. Ich muss natürlich trotzdem, auch wenn ich es jetzt gerade am Anfang nicht wollte, in die Conclusio gehen, ich muss sie vergleichen. Die Limited Edition hat 10 Euro mehr gekostet, 79,99, 3 Minifiguren. Die Version, die wir in 2 Ausführungen bauen konnten, nämlich in der deutschen Version und in der französischen Version, die 3124, hat 69,99 gekostet, 2 Minifiguren. Der 131er im Zwiebeltarn, ja, bekannt. Eigentlich sind es ja alles Fahrzeuge, die irgendwie farblich gespiegelt sind zu ihren 1:28er Modellen. Hat auch 69,99 gekostet mit einer Minifigur. Deswegen könnt ihr euch, glaube ich, schon mal ausdenken, welche Version ich am liebsten mag. Hier links. Das kann ich euch schon mal sagen. Historisch einfach viel interessanter, weil noch eine Geschichte über den Zweiten Weltkrieg hinaus und nicht nur als Museumsstück und eine 2-in-1 Variante, 2 Minifiguren. Deswegen dieser Panzer hier für mich im Fokus. Das nur schon mal am Anfang. Ich überlege noch, ob ich ein komplettes Video über alle drei mache. Bei dem Panther habe ich es in der Arbeit, bei den 1:28er Tigern habe ich auch sowas ähnliches in der Arbeit und Fokker DR1 Vergleich aller drei Versionen ist sogar schon fertig gedreht. Drehen wir aber erstmal das hier zu Ende. Die Bauanleitung gehabt, schönes Design, lässt sich gut bauen. Am Anfang habe ich hier so ein bisschen gestruggelt. Man denkt ja, man kennt eine Anleitung, kennt man alle. Kobi macht immer mal so ein bisschen andere Bausteps, aber hier war das dann schon alles gleich. Also mit anderen Bausteps meine ich einfach, dass Kobi einfach die Anordnung so ein bisschen durcheinander würfelt, damit man nicht dreimal generisches Bauwesen hat, Bauerfahrung hat. Aber hier meine ich, ist das schon ziemlich gleich. Nichts Wildes, wenn man alle drei gebaut hat. Man baut erst unten die Grundplatte und dann langsam den Kasten hoch. Dann baut man vorne die Front, hinten die Front, sogar hinten schon Teile der Motorausführung, also der Tropenmotorausführung. Und dann baut man das Fahrwerk an, dann kommen die Seitenschützen und dann der Turm. Das ist so grob das, was man baut. Man baut natürlich auch ein Typenschild zusammen, ganz wichtig. Also von diesen Typenschilden habe ich ganz viele, weil wir schon ganz viele 131er Versionen haben, aber halt nicht im Maßstab 1:35. Kommt wieder so schön perlweiß daher. Klasse. Ich glaube, ich erzähle es in jedem Video, wo ich weiße Kobi-Steine in der Hand habe. Liebe Zahnärzte, guckt mal, was für ein Granulat hier Kobi hat. Solche Zahnersatze hätte ich gerne aus Kobi-Plastik, so hellweiß, das wäre geil. Und ich habe auch nicht gesehen, dass es sich verfärbt. Also müsste man mal vielleicht einen Langzeittest machen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr mal einen Kobi-Langzeittest über Weiß machen soll. Dann, apropos Weiß auch, wir haben einen Bügelperlenapplikator, ein paar Steinchen über, nichts Wildes. Also der ganz normale, übliche Beifang und auch ein graues Metallic-Kettenglied, denn das hat ja hier unser Panzer. Das macht ihn wieder ein bisschen gleich mit der französischen Version.
Dann natürlich ein schön gebauter Maybach-Motor. Hier schöne Drucke, oben hier diese Metallic-Zylinderköpfe und hier diese Drehscheibe, beziehungsweise das Getriebe, glaube ich, kommt hier dran. Sehr schön. Könnte man aufnoppen auf dem Stand, wenn ihr noch einen über habt und einen gebaut habt. Aber wir versenken den natürlich gleich in den Motor. Wird hier ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, komplizierter, weil wir haben hier die Tropenausführung, das Gestänge hinten. Anleitung packe ich mal zur Seite. Wir holen unser Fahrzeug nach vorne. Rollt nicht sehr gut hier auf meinem glatten Bautisch, aber wenn wir mal dann doch wieder die Anleitung nehmen, dann seht ihr, dass das Fahrwerk doch sehr gut rollt. Hier, da. Also ein sehr leichtläufiges Fahrwerk. Da kann man nicht meckern. Und ich muss sagen, wenn man mal sich das Fahrwerk anguckt, natürlich spielt vielleicht hier unser bedruckter Wintertiger in einer anderen Liga, aber ich mag dieses die schwarzen Umrandungen an diesen Rädern, an diesem Schachtellaufwerk, das gefällt mir richtig gut. Das könnte Kubi auch öfter mal machen bei anderen Fahrzeugen, die vielleicht sogar wirklich Gummibereifung hatten. Das würde mir gefallen. Also, rollt sehr gut, Rolltest bestanden. Nur mein Bautisch ist halt viel zu glatt dafür. So wie ich, ein aalglatter Hund. Nein, Spaß beiseite. Gucken wir uns die Minifigur an, die wir leider nur so schräg in den Turm stellen können. Ein typischer, ja, DRK-Panzerkommandant, schielt ein bisschen. Irgendwie, ich weiß nicht warum, erinnert mich diese Figur so ein bisschen an Bernd das Brot. Ich weiß es nicht. Aber sonst aber eigentlich sehr schön bedruckt. Wir sehen überall die rosa Panzerabzeichen auf dieser DRK-Uniform. Schwarz abgesetzte Taschen. Die Koppel sticht hervor und hinten ist er nicht bedruckt. Und er hat sein Dienstglas und hat Kopfhörer. Diensthörer, keine Ahnung, wie die hießen. Dann schauen wir uns mal unseren Tiger an im Zwiebeltarn, als hätten wir ihn schon gesehen in einer größeren Version. Und so kann ich euch sagen, ja, natürlich, so haben wir ihn auch schon gesehen. Wir haben hier viele Drucke natürlich. Die rote 131 ist klar, das Balkenkreuz, die Nebeltöpfe, hier hinten die Luken, vorne Werkzeug, Accessoires, nenne ich es mal, Metallkiste oder Holzkiste mit Metallbeschlägen. Vorne hier diese typische Tiger-Front, die wir bei allen der Tiger-Version 1:35 so sehen. Ein Spaten mit DRK-mäßigem Sand hier an der Schippe. Hier unser Fahrerlükchen, die Fahrerluke. Dann hier wieder das Balkenkreuz. Hier oben Gitter aufgedruckt und von hinten hier zum Ankurbeln des Motors. Das sind so die Drucke, die wir haben. Wir haben natürlich noch die Drucke an den Rädern, das habe ich euch gesagt. Deswegen schauen wir uns das Fahrzeug auch mal von unten an. Wie ich euch gesagt habe, die typische Bauweise, ja, und die typische Schwachstellen auch hier vorne an der Front. Wir bauen hier quasi, ist not on top, wir bauen erst runter weg und dann haben wir nach oben, das sind eigentlich fast hier immer so die dünnen Seiten, Brackets nach oben, wo wir aufbauen. Und dieses Thema hier, das hat eigentlich fast jeder meiner Kubi Panzer, wenn es ein Tiger ist, hier vorne. Die Front hält ja nur so an 3 Noppen. Die ist auch Brackets, die müssen wir hier vorne reinklemmen und dann hier so zack runter biegen. Man darf nicht zu viel drücken, hält aber sehr gut. Ich habe es jetzt nur hier so etwas sehr gedrückt, weil ich es euch ja zeigen wollte. Dann natürlich hier die Klappen. Da könnten wir auch Figuren reindödeln, wenn wir das wollen würden. Ist ja immer so ein Thema mit dem Maßstab, wobei der 1:35er ja ganz gut zu den Figuren passt, aber Tiefe haben wir nicht. Und dann natürlich haben wir hier das Gestänge. Dafür müssten wir aber mal, um das abzunehmen, hier das Gestänge, weil wir wollen in den Motor gucken, also diese Tropenabgasanlage, müssen wir halt hier die ganzen Metallseile, das sollen ja eigentlich Stahlseile sein, es ist zwar Gummi, aber es soll Stahl sein, abnehmen und dann können wir hier an die Motorverkleidung. Das geht eigentlich ganz gut, weil es nur so reingesteckt oder angedeutet ist, also nicht umgebogen, nicht reingesteckt, die Tubes hier. Kommen wir in den Motorraum und dann können wir den Motor da drinnen versenken in dieser kleinen schmalen Ausbuchtung, die wir hier unten ja gebaut haben. Hier sehen wir, dass wir hier so eine wirklich dünne Platte haben und da ist dann der Bereich, wo wir den Motor einfach reinstecken können. Wir brauchen keine Noppen, er klemmt halt so und dann machen wir den Deckel zu. Affe tot, sagt man so schön, passt ja auch ein bisschen zum Thema Afrika und dann packen wir das gleich rum. So, das ist leider immer das, was man machen muss, wenn man so ein bisschen an diesen Motorraum möchte. Kleiner Kasten, 2,5 Stunden Bauspaß, 70 € roundabout. Man kriegt ihn auch günstiger. Ich habe mir den hier im Einzelhandel gekauft. Da war er natürlich ein Tucken teurer. Das ist ja oft so, wenn man bei Fedis und Co. schaut.
die hauen immer noch mal ein bisschen drauf. Aber dafür, ja, unterstützt man den Einzelhandel, das vielleicht alteingesessene Spielzeuglädchen am Ort. Und das mache ich ab und zu mal. Also ich trage das bisschen, was ich an YouTube verdiene, auf jeden Fall dann auch gerne wieder in den Einzelhandel. Das könnt ihr mir glauben. Ja, also ein Fahrzeug, was seine Berechtigung hat. Ist es das Schönste in der Reihe? Natürlich nicht. Habe ich euch gesagt, das ist dieser hier. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wirklich gerne einen Vergleich wirklich von Herz auf Nieren, von allen Winkeln haben wollt von den 3 Fahrzeugen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr bekommt jetzt auf jeden Fall Detailbilder zu diesem Fahrzeug und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, aber in einer anderen, ungewohnten Perspektive, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie versprochen, Detailbilder der x-ten Ausführung von Kobi, wenn es um das Thema Tiger 1 aus Bovington, die 131 geht. Bitte nicht falsch verstehen, ich mag das Fahrzeug per se, es hat historisch eine Menge zu bieten. Ich hätte nicht umsonst diese Fakten wieder nach vorne geholt, weil ich sie einfach interessant finde und sie passen zu diesem Fahrzeug. Aber selbst auf meinem kleinen Kanal habe ich jetzt schon etliche Videos zum 131er Tiger gemacht in den verschiedensten Ausführungen von Kobi. Und ich würde mir wünschen, dass Kobi hier einfach mal in andere Museen geht und dort stöbert, denn dort gibt es sicherlich auch interessante Fahrzeuge. Gab auch schon viele Königstiger, aber auch da gibt es jetzt den einen oder anderen, der ja fahrbar gemacht wurde. Ich habe ganz gerne auf YouTube auf meiner Startseite die Kollegen aus Australien, aus deren Panzermuseum, die haben auch ganz verrückte Recycling- bzw. Neuaufbau, wieder zum Leben erweckende Panzer aus der Geschichte. Auch da kann man ja mal gucken. Also ich denke, Kobi, es gibt da eine ganze Menge, was ihr hier noch euch an Ideen holen könnt. Es müsst ja nicht immer dieses Fahrzeug sein. Natürlich hat es auch einen gewissen Treppenwitz, dass wir Fury nicht so richtig bei Kobi bekommen, aber den Gegner von Fury, den haben wir. Fury konnten wir auch nur als richtigen Fury kaufen im Tankmuseum in Bovington. Video dazu habe ich gemacht, findet ihr oben auf meinem Kobi Playlist. Was meint ihr? Seid ihr auch so ein bisschen satt, was das Thema 131er angeht? Schreibt es mir in die Kommentare, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video auch schon zu Ende und diesmal in einer ungewohnten Position, nämlich vor meinem Regal. Denn hier unser Tiger im Maßstab 1:35, der so in der Kamera richtig fett aussehen kann, braucht ja auch ein neues Zuhause. Aber wenn man mal schaut, mein Tigerregal hier ist eigentlich relativ voll, weil wir hier schon die 1:28er und auch die anderen Versionen des 131er Tiger stehen haben. Heißt also, der Mythos, dass man so eine 1:35er Version auch gut ins Regal stellen kann, ist bei mir auf jeden Fall nicht gehabt. Das liegt aber daran, einfach weil ich zu viel Kobi, ich zeige es euch mal ein bisschen, zu viel Kobi in meinen Regalen habe. So habt ihr auch immer noch mal eine kleine Möglichkeit gehabt, eine minimale Roomtour zu bekommen. Ich muss jetzt gucken, wo ich diesen Panzer hinstelle. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst mich eure Meinungen in den Kommentaren wissen. Soll ich mal so eine Videoreihe machen durch meine Regale? Lasst mich das auch wissen. Ich weiß, heute habe ich viele Fragen an euch, aber hey, das ist ja hier ein Geben und Nehmen. Wir sind eine starke Community und ich lerne ja auch immer viel von euch. Danke dafür. In diesem Sinne, ein Panzer ist auch nur ein Auto. Gute Fahrt, egal ob in Wüste, Winter oder Schnee oder durch den Matsch von Frankreich. Also gute Fahrt, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.